Es war nur ein weiterer geschäftiger Abend in der Pizzeria und Dave war in seinem Element. Mit geübter Leichtigkeit warf er den Teig und streute Käse darüber. Aber mitten in diesem vertrauten Chaos passierte etwas Unerwartetes. Ein kleiner, pelziger Eindringling hatte seinen Weg in die Küche gefunden. Die streunende Katze, ihr Fell ein Flickenteppich aus staubigem Grau und geflecktem Orange, hatte es irgendwie geschafft, unbemerkt durch das Gartentor zu schlüpfen. Als sie vorsichtig weiter in die Küche wagte, machten ihre zarten Pfoten ein leises Tippeln auf dem gefliesten Boden. Dave, der damit beschäftigt war, eine Pizza in den Ofen zu schieben, drehte sich gerade rechtzeitig herum, um die neugierige kleine Katze zu sehen. Er zog eine Augenbraue hoch, überrascht von dem unerwarteten Gast. Die streunende Katze erstarrte, ihre smaragdgrünen Augen vor Angst weit aufgerissen. Sie duckte sich tief auf den Boden, ihr wuscheliger Schwanz bauschte sich wie eine Flaschenbürste auf. »Hallo, Kleine«, sagte Dave mit beruhigender Stimme, als er sich auf Höhe der Katze hinkniete. Er streckte ihr eine sanfte Hand entgegen, in der Hoffnung, sie nicht zu erschrecken. Zuerst zuckte sie zusammen, aber dann, zu Daves Erstaunen, näherte sie sich vorsichtig und begann, an seinen Fingern zu schnuppern. Dave konnte sich ein Lächeln nicht verkneifen. Er streichelte das Fell der streunenden Katze und spürte die Weichheit unter seinen Fingerspitzen. Die Anspannung in ihrem Körper löste sich langsam auf, und sie begann zu schnurren, ein leises, rhythmisches Geräusch, das Daves Herz erwärmte. Er hob sie vorsichtig hoch und wiegte sie in seinen Armen, erstaunt über das Vertrauen, das dieses winzige Geschöpf in ihn gesetzt hatte. Der Schwanz der kleinen Katze wickelte sich um sein Handgelenk und sie blickte mit ihren fesselnden grünen Augen zu ihm auf. Es war, als hätten sie sofort eine Verbindung aufgebaut. Dave wusste, dass er die streunende Katze nicht einfach in der Küche zurücklassen konnte, aber er konnte auch nicht ertragen, den Gedanken, sie wegzuscheuchen. Er beschloss, eine Pause vom Pizzabacken zu machen und sich mit dem Kätzchen auf der Schulter an einen der Tische zu setzen. Während er einen Moment ruhiger Zweisamkeit genoss, schmiegte sich das Kätzchen, dem er liebevoll den Namen Tiny gegeben hatte, in die Krümmung seines Nackens. Eine seiner Stammkundinnen, Sarah, bemerkte den ungewöhnlichen Anblick, als sie die Pizzeria betrat. Sie zog eine Augenbraue hoch und fragte, »Dave, seit wann hast du eine Katze auf der Schulter?« Dave sah Tiny an, die jetzt auf ihm eingeschlafen war, und antwortete, »Nun, Sarah, es scheint, als ob Tiny hier heute beschlossen hat, in mein Leben zu spazieren. Und weißt du was? Ich glaube, es ist Schicksal.« Sarah lächelte und verstand die Bindung, die sich zwischen dem Koch und der streunenden Katze gebildet hatte. »Ich glaube, du könntest recht haben, Dave.« Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.